Die ersten chinesischen Wohnmobile rollen auf den europäischen Markt. Am Caravansalon in Düsseldorf konnte man die ersten Modelle anschauen. Das habe ich getan, weil ich sehr neugierig bin. Eines kann ich euch aber vorab sagen, für mich zu teuer. Ja, und damit wieder ganz herzlich willkommen vom P1 bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es wieder um ein Fahrzeug. Es ist wieder ein Caravan-Salon-Spezial. Besser gesagt sind es heute ein paar mehr Fahrzeuge, denn ich habe mir Dettel RV angeschaut. Alle haben über sie schon gesprochen, diskutiert, geredet. Es ist immer wahnsinnig viel los auf dem Stand, das kann ich wirklich sagen. Die Kollegen aus China haben die Fahrzeuge alle per Land hierher gefahren, also selber. Die sind wirklich hierher getourt. Man kann also nicht sagen, dass hier Leute unterwegs sind, die keine Ahnung haben, was sie da bauen. Die wissen ganz genau, denn sie fahren es und sie leben auch da drin. Und das hat mich natürlich wahnsinnig interessiert. Und das ist auch so ein bisschen anders wie bei den ganzen anderen Videos. Ich kann euch gleich sagen, diese Fahrzeuge, die sind jetzt nicht für den europäischen Markt konzipiert, aber wir haben schon mal eine Vorstellung darüber, was an Qualität auf uns zukommen kann, was preislich auf uns zukommen kann. Sie haben auch technologisch ein paar Sachen, wo man sagt, ey, das ist ganz was anderes als auf dem Markt, den wir hier in Europa so kennen. Und mich hat vor allem interessiert, warum das so ist, also die kulturellen Hintergründe, auch die infrastrukturellen Hintergründe, die rechtlichen Hintergründe, warum die Fahrzeuge in China so aussehen, wie sie aussehen. Und deswegen habe ich mir dort einfach mal einen Ansprechpartner geschnappt und habe mich einfach mal informiert. Und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Jetzt bin ich bei Dettel RV und ich bin echt schon ein bisschen aufgeregt, denn hier, da wollen alle hin. Alle wollen diese Fahrzeuge sehen und ich freue mich jetzt total, dass ihr mir Rede und Antwort stellt. Bevor wir über die Fahrzeuge reden, sprechen wir erstmal von euch. Wer seid ihr? Könnt ihr euch ganz kurz vorstellen, bitte? Okay. Also ich bin quasi einer der Mitarbeiter da, also als Übersetzer und Technikerunterstützung. Ich studiere selber Maschinenbau in Deutschland seit 2,5 Jahren. Und zwar heute helfe ich meinen Kollegen uns quasi bei einer Übersetzung und so quasi technischer Einzelheit. Der Name ist Xiangyang Li und zwar ist der Manager von Marketingabteilung Data Travel Vehicle und wollen wir halt quasi unsere chinesische Produkt und quasi ein paar chinesische Spezialität oder halt ganz besonders Eigenschaften unserer Produkt in ganz Europa, sogar in der ganzen Welt mal zeigen. Und kommen wir gleich mal zum Fahrzeug. Ihr bringt ja hier was auf den Markt, das für uns was Besonderes zu sein scheint. Kannst du uns erzählen, was der Unterschied zwischen euren Fahrzeugen und den Fahrzeugen ist, die wir hier in Europa kennen? Dass unser Produkt oder beziehungsweise unsere Wohnwagen in China hat so quasi erstmal so ein bisschen geografische Problem, weil China wirklich ein Riesenland ist und das ist quasi besonders für die Leute aus Großmetropole ein bisschen schwer, also quasi in der Nähe von der Stadt oder von einer riesengroßen Metropole, also so einen Ausflugsplatz zu finden. Deswegen von den Auslegungsaspekten hat das Auto quasi eine lange Reichweite und ausreichende Energie oder Strom besorgen, damit die Leute mit dem Auto so quasi ungefähr von 7 bis 10 Tage weit weg von der Stadt fahren und quasi in ein bisschen Süden oder halt ein bisschen Norden von China quasi so eine Runde drin und die Zeit genießen kann. Und das Auto hat so quasi eine ziemliche isotherme Auslegung, dass das Auto kann ja in eine ziemlich harte Umgebungstemperatur von minus 50 Grad bis plus 50 Grad quasi eine angenehme Innentemperatur halten. Und der hat auch Photovoltaik quasi ausgestattet, damit das Auto quasi im Laufe der Zeit immer energieproblemfrei bedient werden könnte. Und so wie ich das sehe, ist das ja nicht das Einzige, sondern das ist vielleicht für euch gar nicht mehr besonders, aber für mich sehr wohl. Da sind überall Waschmaschinen drin, da sind teilweise Spülmaschinen in den Fahrzeugen drin. Das sind ja Sachen, die gibt es bei uns gar nicht. Legt ihr da großen Wert drauf, dass das wirklich wie eine Wohnung, wie zu Hause ist? Also es scheint so. Und macht ihr das bei allen Fahrzeugen oder ist das jetzt wirklich nur speziell, weil ihr einfach mal einen Wow-Effekt erzeugen wollt? Bei uns in China, das ist wie, was wir quasi gerade in letzter Frage schon mal erwähnt, also wegen dieser Reise, so Periode oder die Dauer ist schon ziemlich lange, ungefähr 1 bis 2 Monate. Deswegen braucht man ja quasi unterwegs schon alle Ausstattungen, also quasi so ausführlich wie möglich, damit man also die Zeit richtig genießen kann. Und zweitens, es liegt quasi bei uns ein bisschen einzigartige Essenkultur oder Lebensmittelkultur, dass wir unterwegs trotzdem gerne also unsere authentische, traditionelle chinesische Spezialität also quasi aufatmen möchte. Deswegen, wenn wir halt so diese Ausstattung haben könnte, ist es natürlich am besten.
allgemein in diese chinesische Inlandmarkt, das ist quasi überhaupt nicht was Besonderes, sondern fast jede Firma, die das machen oder halt diese chinesische Wohnwagen machen würde, ist genauso. Also das ist ja auch das Spannende, was mir hier auffällt, diese rechtlichen Restriktionen, die es in China gibt, wegen Führerschein, Erlaubnis und so weiter, sind zum Beispiel, dass die Autos nicht länger als 6 Meter sein dürfen, ist so ein Thema. Ne? Deswegen wird hier großen Wert auf Slide ausgelegt, den wir ja eigentlich nur aus dieser ganz großen Premium-Klasse kennen. Und das finde ich hier alles sehr, sehr spannend und das ist auch wirklich auffällig und das gibt ja auch wirklich ein größeres Raumgefühl und damit natürlich auch die Möglichkeit, Themen wie Waschmaschine, Spülmaschine und all das zu integrieren. Jetzt habe ich noch eine super wichtige Frage. Wo darf ich denn solche Fahrzeuge begutachten können in Deutschland und ab wann wird es sie zu kaufen geben und könnt ihr schon Preise nennen? Wann es genau geht, würden wir erstmal vermutlich sagen, am Anfang 2025. Okay. Aber wie das halt genau geht, müssen wir noch warten. Das ist quasi wegen Ausstattung von Karosserie und Chassis von dem Auto, weil zurzeit, also diese Version, die wir in China verkaufen würden, sind quasi noch mit Ford, also Chassis, aber dann später kommt diese Version von New Delhi, damit das besser an diese europäische Richtlinien angepasst werden könnte. Und zwar vom Kaufpreis würde man sagen, das liegt ungefähr in der Intervall von 140.000 Euro bis über 400.000 Euro. Und der hat überall um das ganze Auto, alle Verkleidung da drauf, gibt es über 98% wirklich Hochqualität Carbonfaser. Deswegen, das ist halt quasi für Leichtbau, für sparsam, auch quasi für höhere Festigkeit. Und so in China oder halt die ganze Marke von Dede in China ist ja trotzdem schon eine ziemlich luxuriöse Marke. Das ist, spielt quasi genau eine Premium-Marketstelle wie Porsche oder halt Mercedes in China. Okay. Wir wollen quasi nicht so machen wie dieses Stereotype über China. Wir machen quasi vorher nur billige Produkte mit schlechter Qualität, sondern wir wollen halt quasi den Preis erstmal an einem guten Niveau festlegen, damit wir unsere Best erlegen können, dass wir das Produkt, die authentische, neuzeitige Produkt, chinesische Produkt mit bester Qualität, zum Kunden in ganzer Welt anbieten können. Herzlichen Dank. Jetzt sind wir auf der Messe und das ist ja auch wirklich nur ein kleiner Rundgang mit den wichtigsten Highlights, die mir hier so auffallen. Ich würde aber natürlich sehr, sehr gerne nochmal ausführlicher über diese Fahrzeuge berichten und nochmal ausführliche Roomtours machen. Schreibt ihr auch gerne in die Kommentare, wenn ihr da Lust drauf habt. Dann können wir das bestimmt nochmal arrangieren. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank und das ist jetzt das Wichtigste. Bei uns in Deutschland gibt man die Hand und sagt Dankeschön. So machen wir das. Vielen Dank. Jetzt würde mich aber interessieren, wie mache ich denn das auf Chinesisch? Das ist ja interessant. In China, wir haben immer halt einen Gedanken darüber, dass die Menschheit ist so quasi ein Teil von der Natur, von der Erde und denken wir, Harmonie oder Humanität ist so quasi einer der wichtigen Faktoren von unserer Kultur und wir denken ja, das ist quasi die typische Theorie, ist vielleicht schon bekannt in Europa oder halt in der westlichen Welt, dass die Yin und Yang und bei uns, wir nennen das so quasi dementsprechend eine Abbildung von Himmel und Erde. Wir nennen also quasi unsere linke Hand als Yang und die andere rechte Hand als Yin und das ist dann dementsprechende Negativ- und Positiv-Energie und haben wir die zusammen als eine Begrüßung, herzliche Begrüßung für alle Leute oder alle liebe Freunde in der Welt und geben unsere herzlichste Grüße. So machen wir das. Und dann mit dem Kopf einmal. Genau. Okay, ich probiere das mal. So, also, Ying, sagst du? Yang und Yin. Yang und Yin. Genau, zusammen. Okay. Das zeigt unsere Freundlichkeit und unsere beste Größe zu der ganzen Welt. Sage ich vielen Dank. Jetzt habt ihr sie also gesehen. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was ihr von diesen Fahrzeugen haltet. Schreibt es super gerne in die Kommentare. Lasst uns einfach mal miteinander diskutieren. Es wurde, um euch herum immer ganz viel darüber gesprochen und werden wir jetzt von den Chinesen hier überflutet mit Fahrzeugen, geht es uns hier genauso mit E-Fahrzeugen. Ich kann es nicht sagen. Ich kann euch aber sagen, dass sie wollen. Und es ist vielleicht was sehr Symbolisches passiert an diesem Morgen, als ich dieses Fahrzeug abgedreht habe und wir auch dieses Interview geführt haben. Mir ging es wirklich darum, diese Fahrzeuge erstmal kulturell zu verstehen, um zu verstehen, warum diese Fahrzeuge so gebaut sind. Ich hoffe, ihr habt das mitbekommen oder auch so gesehen.
Naja, und dann haben wir uns verabschiedet und ich habe auch gelernt, wie man auf Chinesisch Dankeschön sagt und sich verabschiedet und wie man das macht. Und das war sehr, sehr nett. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt an dem Stand. Klar, es war eine Sprachbarriere, aber es waren alles super bemüht, es waren alles super gastfreundlich. Es wurde mir noch ein Wasser mit auf den Weg gegeben. Sie haben mir noch die Fotos von ihrem Landweg mitgegeben. Also total nett. Also man hat sich wirklich um mich gekümmert und einen schönen Tag gewünscht und so weiter. So, und dann bin ich rausgegangen und wollte zur Halle gegenüber. Und dort war ein Verkaufsmitarbeiter eines Volumenherstellers für Kastenwägen aus Deutschland. Der hat gerade eine Zigarette geraucht, ist vor mir in die Halle reingegangen und macht die Tür auf und ich komme hinter ihm her mit meinem ganzen Equipment, Kameras und so weiter, schiebe also alles so mit mir mit und puff, ist die Tür vor mir zugeschlagen. Und das war sehr symbolisch. Ich kann euch nicht sagen, ob wirklich chinesische Fahrzeuge hier diesen Markt erobern wollen. Aber ich kann euch sagen, es ist auf alle Fälle auch ein bisschen was zu erkennen, dass manche Leute wollen und andere Leute den Markt, wie er sich gerade entwickelt, noch nicht verstanden haben. Und das finde ich alarmierend und da sollten wir, glaube ich, alle in die Pötte kommen, wenn wir miteinander Spaß haben wollen. Das ist mir wirklich aufgefallen und das war sehr symbolhaft. Ich will da keinem zu nahe treten, ich will auch bewusst keine Namen nennen, aber das ist auffällig. Nicht bei allen. Ihr seht ja auch die anderen Fahrzeuge, die ich schon vorgestellt habe und die jetzt auch in den nächsten Tagen kommen. Da ist das nicht immer so, aber es hat mich zum Nachdenken gebracht. Wie geht's dir damit? Schreib's sehr gerne in die Kommentare, ich bin gespannt. Lasst doch super gerne ein Like da, wenn ihr sagt, wow, vielen Dank für dieses Video, es hat mir wieder was gebracht. Da geht's mir nicht darum, ob ihr die Fahrzeuge gut oder schlecht findet, sondern das ist so ein kleines Dankeschön für die Arbeit, die ich mir mache. Und an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank im Voraus an dich. Und jetzt würde ich sagen, egal mit welchem Fahrzeug du auch immer unterwegs bist, ich wünsche dir ganz, ganz tolle Reisen. Und das Wichtigste ist, dass du gesund und glücklich wieder zurückkommst. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Markus.